Hallo ihr Lieben, in den vergangenen Wochen habe ich mit euch viele orientalische und moderne Rezepte geteilt und deswegen war es jetzt echt an der Zeit für was Österreichisches und zwar einen richtig guten Kartoffelsalat. Es steht und fällt mit der richtigen Kartoffel und da empfehle ich euch eine festkochende oder vorwiegend festkochende Sorte zu verwenden. Die beinhaltet relativ wenig Stärke und zerfällt dadurch beim Kochen auch nicht so leicht und wenn ihr sie dann später in Scheiben schneidet, bleiben die Scheiben auch größtenteils ganz. Außerdem braucht ihr 2 rote Zwiebeln und warme Rinderbrühe, ein geschmacksneutrales Öl wie Sonnenblumenöl, Weißwein, Balsamico oder Apfelessig, außerdem noch frische oder gefrorene Kräuter wie Schnittlauch und Petersilie, dann brauchen wir Senf, Zucker, Salz und Pfeffer. Im ersten Schritt werden die Kartoffeln gekocht. Dafür gebt ihr sie samt Schale in einen möglichst großen Topf, füllt diesen so mit Wasser auf, dass er die Kartoffeln bedeckt und stellt den Topf auf den Herd. Jetzt wird das Ganze erstmal aufgekocht und danach reduziert ihr die Hitze auf Stufe 4 bis 5 von 9 und kocht die Kartoffeln je nach Größe ungefähr 35 bis 40 Minuten lang, bis sie gar sind. Das überprüft ihr mit einem Schaschlikspieß oder Zahnstocher. Wenn die Kartoffel nämlich leicht vom Holzstäbchen runtergleitet, dann ist sie fertig. Einmal abseihen, mit möglichst kaltem Wasser auffüllen, kurz stehen lassen und erst dann werden die Kartoffeln geschält. Schneidet die geschälten Kartoffeln nicht sofort in Scheiben, sondern wartet eine Viertelstunde ab, bis sie ausgekühlt sind, denn dann sind sie stabiler und zerfallen euch nicht beim Schneiden. Die Zwiebel könnt ihr in dünne Ringe oder in kleine Würfel schneiden, je nachdem was ihr bevorzugt. Gebt die Zwiebelwürfel zu den Kartoffeln dazu und kümmert euch ums Dressing. Dafür braucht ihr warme Rinderbrühe und in diese gebt ihr den Zucker, Salz und Pfeffer, Senf, Essig und Kräuter. Einmal gut umrühren, das Öl hinzufügen und über den Kartoffeln verteilen. Es folgt der letzte und für mich fast schon wichtigste Tipp, die Kartoffeln nicht einfach mit 2 Löffeln umrühren, ihr macht nämlich die Scheiben damit kaputt, verwendet eure Hände, denn damit habt ihr einfach ein bisschen mehr Gefühl. Am Schüsselboden findet sich noch viel Flüssigkeit, aber keine Angst, denn jetzt folgt die Ruhephase. Ihr solltet euren Salat abdecken, bei Zimmertemperatur auskühlen lassen und dann für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. In dieser Zeit saugen sich die Kartoffeln mit dem Dressing voll und ihr habt dann am Ende die perfekte Konsistenz, weder trocken noch zu flüssig. Wenn euch dieses traditionelle Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.